Es gibt eine Schwelle im Leben, die geheimnisvoll wirkt und zugleich verletzlich. Das 80. Lebensjahr. Man sagt oft, wer 80 wird, hat schon gewonnen. Doch was geschieht danach? Warum erstrahlen manche Menschen weiter voller Lebenskraft, während andere still in sich zurückfallen? Die Wahrheit ist, das Alter bringt Veränderungen, die kaum jemand offen anspricht. Nicht, weil sie schmerzhaft wären, sondern weil sie uns an unsere Zerbrechlichkeit erinnern. Doch zu wissen, was sich im Körper nach 80 verändert, ist kein Grund zur Angst. Es ist eine Einladung, den eigenen Weg bewusst zu gestalten, Kraft zu bewahren und Sinn neu zu entdecken. In diesem Video gehen wir Schritt für Schritt durch 5 stille, aber entscheidende Wandlungen, die unser Körper nach 80 durchläuft. Und vor allem, wie sie ihnen mit Ruhe, Wissen und Würde begegnen können. Der Schlaf, der sich verändert. Eine der ersten Veränderungen, die viele bemerken: der Schlaf wird anders. Nicht mehr so tief, nicht mehr so lang. Die Nacht ist leichter, das Erwachen früher, manchmal noch vor der Sonne. Was früher 8 Stunden voller Ruhe waren, fühlt sich plötzlich zerstückelt an. Martha, 82, erzählte: Früher konnte ich durchschlafen, heute wache ich 3-mal auf. Aber ich habe gelernt, ein warmes Kräutertee, ein Buch, gedämpftes Licht und mein Schlaf trägt mich trotzdem. Der Körper produziert weniger Melatonin, das Hormon, das uns in den Schlaf wiegt. Doch wir können gegensteuern. Halten Sie das Schlafzimmer kühl und dunkel. Vermeiden Sie Bildschirme vor dem Schlaf. Gehen Sie täglich ein paar Schritte, auch wenn es nur wenige sind. Führen Sie kleine Rituale ein, die den Abend besänftigen. Denn Schlaf ist nicht bloß Pause, er ist die Werkstatt des Körpers. Das Gehirn reinigt sich, das Immunsystem erneuert sich, die Seele kommt zur Ruhe. Wer nach 80 auf guten Schlaf achtet, bewahrt nicht nur Energie, sondern auch Klarheit, Gedächtnis und Stimmung. Die Knochen, die dünner werden. Knochen sind unser Fundament. Doch nach 80 verlieren sie leise an Dichte, werden zerbrechlicher, manchmal auch gekrümmt. Ein kleiner Sturz kann plötzlich gefährlich werden. Aber das bedeutet nicht, dass Leben eingeschränkt sein muss. Frau Elisabeth, 84, hatte eine eigene Methode. Ich halte kleine Hanteln beim Fernsehen. Nicht schwer, aber meine Knochen merken, dass ich sie brauche. So einfach kann Fürsorge sein. Kalziumreiche Nahrung wie Joghurt, Mandeln oder Brokkoli. Sonnenlicht für Vitamin D. Sanfte Bewegung, Gehen, Gartenarbeit, leichte Übungen. Knochen bleiben stärker, wenn wir sie täglich ansprechen. Und jede noch so kleine Gewohnheit schützt ein Stück Unabhängigkeit. Die Verdauung, die leiser wird. Mit 80 verändert sich auch die Verdauung. Speisen, die früher problemlos waren, können nun Blähungen oder Schweregefühl hinterlassen. Der Magen produziert weniger Säure, die Darmmuskeln arbeiten langsamer. Vitamine wie B12 werden schlechter aufgenommen. Herr Karl, 82, sagte lachend: Früher ein großes Steak, heute reicht mir Haferbrei mit Früchten. Und wissen Sie was? Ich genieße es. Der Schlüssel liegt im Anpassen. Kleinere Portionen, dafür häufiger. Leichte Kost, Suppen, gedünstetes Gemüse, Haferflocken. Viel Flüssigkeit, auch wenn das Durstgefühl nachlässt. Ein kurzer Spaziergang nach dem Essen. Und nicht zu vergessen, Essen ist mehr als Ernährung. Es ist Begegnung. Ein gemeinsamer Tisch stärkt Appetit und Seele zugleich. Gelenke und Beweglichkeit. Die Jahre machen Gelenke steifer, Knorpel dünner, Bewegungen beschwerlicher. Doch Einschränkung bedeutet nicht Ende. Eine leidenschaftliche Gärtnerin erzählte: Ich habe mein Beet erhöht und meine Rosen blühen weiter mit mir. Das zeigt, Anpassung ist Stärke. Schwimmen, Tai Chi oder Spaziergänge halten Gelenke geschmeidig. Sanfte Dehnungen bringen Beweglichkeit zurück. Leichte Widerstandsübungen stärken die Muskulatur, die Gelenke schützt.
Es geht nicht darum, weniger zu tun, sondern Neues zu finden, das möglich bleibt. Verdauung und Ernährung im Gleichgewicht. Noch eine stille Veränderung. Die Verdauung wird langsamer, das Sättigungsgefühl verändert sich. Schwere Mahlzeiten machen träge, leichte Speisen schenken Wohlbefinden. Ein älterer Mann sagte, früher Fleisch und Kartoffeln, heute reicht mir eine Gemüsesuppe und ich fühle mich leichter. Wichtige Helfer sind viel Wasser oder wasserreiches Obst wie Melonen, Orangen. Leichte Mahlzeiten über den Tag verteilt. Rezepte, die Freude machen, statt Überforderung. Denn Essen ist nicht nur Nährstoff. Es ist Trost, Verbindung, Freude. Und diese Freude bleibt, wenn wir sie bewusst gestalten. Würde nach 80. Nach 80 verändert sich vieles. Der Schlaf, die Knochen, die Verdauung, die Beweglichkeit. Doch nichts davon bedeutet, dass das Leben endet. Es bedeutet, wir dürfen langsamer gehen, aber mit mehr Tiefe. Wir dürfen loslassen, aber nicht aufgeben. Das Alter nimmt nicht die Fähigkeit zu wachsen. Es schenkt die Möglichkeit, Weisheit, Dankbarkeit und Nähe zu vertiefen. Wenn wir die Veränderungen nicht als Verlust, sondern als Zeichen des Körpers verstehen, dann finden wir neue Wege, gesund und würdevoll zu leben. Bleiben Sie bei uns, denn hier geht es nicht um Angst, sondern um Stärke, Bewusstsein und die Schönheit jedes neuen Tages.